Lahnstein Enterprises braucht einen neuen Geschäftsführer und Hagen wird diese Aufgabe übernehmen. Ich danke dir für dein Vertrauen, Vater. Aber warum soll der Zweitbeste den Job machen, wenn der Beste daneben steht? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ansgar? Ich bin mit dem Besitzer der Lahnstein Bank verabredet. Eben. Steig ein. Worum geht's eigentlich wirklich in dieser Welt? Warum stehen wir vom ersten bis zum letzten Tag auf und tun die Dinge, die wir tun? Was ist wirklich wichtig und was nicht? Geld? Macht? Frauen? In Wahrheit ist alles viel einfacher. Wir wollen gewinnen. Aber warum fühlt sich ein Sieg so unfassbar gut an? Ist das der Stolz? Die Verträge zwischen der Lahnstein Bank und Lahnstein Enterprises sind in dieser Hinsicht ziemlich eindeutig, Ludwig. Sollte eine Kreditrate nicht bedient werden, ist sofort der Gesamtbetrag fällig. Nenn mir einen Grund, warum ich da kulant sein sollte. Weil du an den Zinsen verdienst. Und es keinen Grund gibt, den Kredit zu kündigen. Für die Bank vielleicht nicht, aber für mich. Du hast 24 Stunden Zeit. Sollte das Geld nicht fließen, gehört Lahnstein Enterprises mir. So viel Geld können wir unmöglich bis morgen flüssig machen. Und was ist, wenn wir das Geld nicht rechtzeitig auftreiben? Dann bekommt er die Sicherheiten. Moment, welche Sicherheiten? Das Schloss, die Enterprises, alles. Genau das war Ansgars Plan. Wie konntest du denn? Ich hatte keine Alternative. Sonst hätten wir den Kredit nicht bekommen. Trotzdem stimmt etwas nicht. Die Raten sind immer pünktlich geflossen. Es muss jemand gewesen sein, der Zugriff zu unseren Konten hat. Und das bist du, ich und Ansgar. Ja, nur leider können wir es nicht beweisen. Ansgar hat tatsächlich die Lahnstein Bank gekauft. Sebastian hatte die ganze Zeit recht und er hat dich gewarnt. Ich werde mit ihm reden. Ich muss leider los. Bauabnahme im Gestüt. Ich hoffe, es gehört uns morgen noch. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum du mit Sebastian reden solltest. Außer ihm gibt es niemanden, der uns in so kurzer Zeit so viel Geld leihen kann. Du weißt, was das bedeutet. Wir holen uns eine tickende Zeitbombe ins Boot. Tanja. Nation business, a modern piece of glasswork down on the corner that you walk each day in passing. The elderly says club on ice with suspicion. The whole of motor corporations giving it permission. Schicke Krawatte. Danke. Mann, wann kommen die denn endlich? Die haben noch nie so lange gebraucht. Ach, Andi, mach dir keinen Kopf. Wenn die den Bau nicht abnehmen, dann helfe ich dir beim Abreißen. Ja. Hey, und? Wie, war's so schlimm? Ich könnte noch was aufbessern. Woran liegt's denn jetzt genau? Hervorragende Arbeit, Andi. Gratuliere. Ach, das heißt, die Bauaufsicht hat gar nichts gefunden? Normalerweise finden die immer irgendwas. Der Mann war beeindruckt. Und ich auch.
hier ist die Abrechnung. Das Geld müsste bereits auf Ihrem Konto sein. Gratulation, Fritsche. Super. Dafür gebe ich heute Abend einen aus. So. Was? Ehrlich? Ja, natürlich gehe ich verantwortungsvoll mit dem Geld um, Arno. Du kennst mich doch. Hallo. Hallo. Na, dann grüßen wir mal die Franzosen. Tschüss. Party. Wie und das soll ein Casino sein? Hier gibt's ja nicht mal Roulette. Was willst du denn mit Roulette? Das ist ein klasse Laden. Hier spielt man Blackjack. Ich hol uns mal den Champagner. Sehr gute Idee. Und zwar reichlich davon. Sag mal, Andi, wie viel Kohle hat Arno dir eigentlich gegeben? Du, so viel, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst. Du musst uns aber nicht den ganzen Abend aushalten, okay? Lass ihn doch. Wer hart arbeitet, kann auch feiern. Zumindest manchmal. Was denn? Du meckerst doch, dass er sonst immer alles gleich verballert. Hier, dein Bewirtungsbeleg. Du setzt uns von der Steuer ab? Ja klar, das fällt doch unter Werbungskosten. Er denkt schon wie ein Großunternehmer. Genau. Das macht wahrscheinlich diese Krawatte hier. Man fühlt sich irgendwie so eklig seriös. Es muss aber ganz schnell wieder aufhören, sonst bist du nicht mehr unser Andi. Was meint ihr? Fliegen wir raus, wenn ich das Teil hier locker mache? Bestimmt. Also, auf Andi. Auf euch, auf uns und auf den Weltfrieden. Danke. Hagen, hast du etwas bei den Privatbanken in der Schweiz erreichen können? Genauso wenig wie Tristan, zu kurzfristig. Wenn man in Schwierigkeiten steckt, merkt man erst, wie wenig Freunde man hat. Ansgar würde sich freuen, wenn er sehen könnte, wie du dir mit deinem Stolz dein eigenes Grab schaufelst. Wenn das keine Freude ist. Ach, Sebastian, hast du mal einen Moment? Es ist wichtig. Was du mir zu sagen hast, kann Tanja ruhig hören. Es geht um eine Familienangelegenheit. Eben. Ich weiß, dass Ansgar die Lahnsteinbank gekauft hat. Das ist ja merkwürdig. Ich habe noch gar keine Entschuldigung gehört. Es tut mir leid, dass ich dich zu Unrecht verdächtigt habe. Ach, Sebastian, da ist noch etwas. Ansgar verlangt die Rückzahlung des Kredites. Du entschuldigst dich, weil du Geld brauchst? Du weißt, was das für uns bedeutet. Du bist meine letzte Chance. 50% der Enterprises. Und du bekommst das Geld. Pech im Spiel. Sag das nicht. Das ist der blödeste Spruch aller Zeiten. Den haben Verlierer erfunden. Damit sie, wenn sie alles verloren haben, noch was abschleppen können. Übler Trick. Eben. Und weil wir keine Verlierer sind, sagen wir es nicht. Und wer ihn als nächstes sagt, muss die nächste Runde bezahlen. Das Deal. Mach dir nichts draus. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Diesen Spruch, liebe Rebecca, haben Verlierer erfunden, damit sie sich leichter an Mädels ranmachen können. Nein, das sind Erfahrungswerte. In Mailand war ich am Roulette-Tisch und habe verloren. Und nur 10 Minuten später lerne ich den nettesten Typen überhaupt kennen. Den nettesten Typen an der Bar kennenzulernen, hat mit Liebe nicht ganz so viel zu tun. Es hätte aber was werden können. Wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bezahlst du jetzt die nächste Runde. Es war Liebe, aber eben nur ganz kurz. Dann war es keine Liebe. Das ist Liebe. Doppel. Ich verdopple. Du verdoppelst? Na klar, wir haben 11. Jeder verdoppelt bei 11. Sonst lachen die mich noch aus hier. Okay, und jetzt sag bitte 3 Mal hintereinander 21. Was soll ich? Ganz schnell 21 hintereinander sagen. 21, 21, 21? Die Karte bitte. 21, Ich hab gewonnen. 19, die Bank. Es geht wohl doch beides. Glück in der Liebe und Glück im Spiel. Ja, ich weiß, dass das eine Katastrophe ist, Elisabeth.
Nein, nein, im Moment stürzt sich alles auf Philipps wundersame Entlassung. Ja, ich habe mit Sebastian gesprochen. Ich bin ruhig oder wirklich etwa unentspannt? Ich liege natürlich nicht im Jacuzzi wie du auf Sylt, sondern versuche hier die Firma zu retten. Ja, ich weiß, dass das mein Problem ist. Wenn du's nur nett hast. Schönen Urlaub noch, ja? Hast du Ludwigs Gesicht gesehen, als ich ihm das Angebot gemacht habe? Er wird bestimmt drüber nachdenken. Ich frage mich, worüber dieser Mann sich wohl mehr ärgert. Dass er sich bei mir entschuldigen musste oder dass wir vielleicht schon morgen alles an Ansgar verlieren werden. Du hast Ludwig einfach so ein Angebot gemacht. Verfügst du jetzt über mein Geld? Ich habe deine Scheidung durchgeboxt. Ohne mich hättest du keinen Cent mehr und ohne mich wärst du gar nicht mehr auf diesem Schloss. Ach, so ist das also. Dein Schloss, dein Geld, deine Anteile, dein Kind. Tanja, wir haben zusammen schon so viel gewonnen. Als Team. Es ist mein Geld und ich will nicht, dass du darüber verfügst. Willst du die Firma oder nicht? Dir wird Ludwig nichts geben. Aber uns. Tanja, wir können alles erreichen. Aber nur zusammen. Und wer weiß, vielleicht gehören uns ab morgen schon 50% der Firma. Vertrau mir. Sag mal, bist du verrückt? Weißt du, wie viel das ist? Was denn? Ich habe 11. Da verdoppel ich doch immer. Und außerdem habe ich eine kleine Notreserve. Immer das Gleiche mit Fritsche. Meinst du, er und Helena gehen heute getrennt nach Hause? Okay, und jetzt dreimal die 21 wieder kurz. Andi, hier liegt dein ganzes Geld und du willst dieses 21-Orakel spielen? Vertrau mir. Komm, du hast so hart für die Kohle geschuftet. 21, 21, 21. Die Karte bitte. 13. 14. 19. Die Bank gewinnt. Trotzdem, du hast gespielt wie ein Profi. Hat alles verloren. Naja, ich meine, ich habe ja noch eine Kleinigkeit hier und auf dem Konto. Das reicht für ein Wochenende Paris. Auf die Stadt der Liebe. Graf Lahnstein, herzlich willkommen. Darf ich Ihnen was Gutes tun? Cappuccino. Wird sofort gemacht. Na, du siehst so aus, als wenn du einen gebrauchen könntest. Ärger? Das Übliche. Aber ich will dich damit nicht unnötig belasten. Ludwig, mich belastet es viel mehr, wenn du hier sitzt und deine Probleme in dich reinfrisst. Vielleicht kann ich ja helfen. Du verlangst von ihm, dass er Tanja in die Firma holt. Ich bin noch nicht lange bei euch, aber selbst ich weiß, was das bedeutet. Wenn er Geld will, ist das die Lösung. Er hat einen Schritt auf dich zugemacht. Kannst du es nicht auch tun? Ach ja. Wo denn, deiner Meinung nach? Er hat dich um Hilfe gebeten. Und kam dann direkt mit dem Kredit um die Ecke. Er hat mich tagelang wie einen Aussätzigen behandelt. Mir zugetraut, dass ich den Ruf eines Mannes ruiniere, nur um billig an die Lahnsteinbank zu kommen. Ach ja, und ganz nebenbei habe ich natürlich auch noch Lydia über die Klinge springen lassen. Wenn er diesen Kredit nicht zurückzahlen müsste, hätte er sich nicht mal bei mir entschuldigt. Elisabeth wollte nicht mal hören, was los ist. Ja, kannst du ihr das verdenken? Alles, was sie von dir wollte, ist, dass du dich für eine Zeit lang aus der Firma zurückziehst. Und was machst du? Was soll ich machen? Du musst lernen zu delegieren. Delegieren an wen? Auf meine Söhne kann ich mich nicht verlassen. Weißt du, was Sebastian mit mir macht? Er erpresst mich. Seinen eigenen Vater. Du bist dir offensichtlich nicht über den Ernst der Lage im Klaren. Wenn wir Ansgar das Geld nicht bis morgen geben, dann verlieren wir alles. Die Enterprises, das Gestüt, das Schloss. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob eine Penthouse-Wohnung in der Stadt nicht besser wäre. Verdammt nochmal, Sebastian! Wenn die Lage wirklich so ernst wäre, wie du sagst, dann verstehe ich nicht, warum er nicht einfach auf mich zukommt und mein Angebot annimmt. Ich kann auf diese Forderung unmöglich eingehen. Wegen Tanja. Das Risiko ist einfach zu groß. Offensichtlich ist ihm der Gedanke, alles zu verlieren, weniger unangenehm als die Vorstellung, dass Tanja oder ich irgendetwas in der Enterprise mitzubestimmen haben. Darum geht es doch gar nicht. Doch genau darum geht es.
Er vertraut mir nicht. Er hält mich für einen Versager. Besser Ansgar hat alles als ich ein bisschen. Und da soll ich einen Schritt auf ihn zugehen? Ansgar und ich sprechen nicht dieselbe Sprache. Ich versuche, das Lahnstein-Erbe zu erhalten. Er will es einfach nur besitzen. Alles. Ansgar war die Familie immer sehr wichtig. Und du bist sein Onkel. Ja. Er empfindet sich als einziger legitimer Erbe des Lahnstein-Vermögens. Aber wenn ich Tanja nicht die halbe Firma in den Rachen werfen will... Hast du keine andere Chance. Genau so ist es. Bis Börsenschluss bin ich auf 28 Millionen gekommen. Netter Versuch. Aber das reicht bei weitem nicht. Aber ein Wunder war heute leider nicht drin. Danke, dass du dein Möglichstes versucht hast. Ach, das ist ja niedlich, wie ihr euch die Köpfe zerbrecht. Entschuldigt, wir haben hier eine Besprechung, wenn ihr dann so freundlich wärt. Ja, wenn es um die Firma geht, könnte uns das ja sehr bald interessieren, nicht wahr? Ach, wie schön. Der Tanz auf dem Vulkan. Na, Ludwig, wie viel Geld hast du schon zusammen? 1 Million? 2? Ansgar, was soll das? Du weißt doch ganz genau, dass wir das Geld nicht zusammenkriegen. Ich weiß gar nicht, warum wir uns streiten. Wir sind doch eine Familie. Ich bin dein Onkel. Ich gebe dir 30%. Hm? Du bist nicht meine Familie. Das gilt übrigens für euch alle hier. Ihr macht euch hier breit wie die Maden im Speck, als ob ihr irgendein Recht darauf hättet. Aber ihr habt kein Recht. Auf nichts hier. Ansgar. Du willst mir 30% anbieten? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Sei froh, wenn ich dich in deine miese Bagage noch eine Nacht schlafen lasse. Na, habt ihr den ganzen Shampoos schon wieder aus dem System? Einigermaßen. Und Andi, traut er noch seinem Riesengewinn nach? Nein, der bucht gerade seinen Flug nach Paris. Okay, aber du bist kein großer Paris-Fan, oder? Ich mag Paris. Aber Ich verstehe ihn halt nicht. er will dir halt was bieten. Das Thema hatten wir schon durch. Er soll nicht sein ganzes Erspartes für mich verspielen. Ich liebe ihn auch so. Vielleicht wollte ich ja einfach nur so mal nach Paris. Das glaube ich nicht. Andi hat sich noch nie für Frankreich interessiert. Er mag nicht mal Croissants. Und überhaupt, ich will keinen Mann, der mir beweisen muss, was für ein toller Hecht er ist. Solche Männer haben meistens nicht ohne Grund einen Minderwertigkeitskomplex. Sie haben mich also durchschaut, Professor von Lahnstein. Andi. Ich habe also Komplexe und flüchte mich deshalb in meine Spielsucht. Gut, ich habe vielleicht was verloren und auch gewonnen. Aber dafür geht man auch ins Casino, oder nicht? Was hätte ich denn sonst mit dem Geld machen sollen? Vielleicht mal was zurücklegen? Altersvorsorge? Altersvorsorge? Schau mich an. Schau dir diese Hände an. Damit arbeite ich noch ein paar Jahre. Und wenn ich will, dann gehe ich jeden Abend wieder ins Casino und verzock da meine Kohle. Einfach nur, weil es mir Spaß macht. Wir werden ja sehen, wer irgendwann mal das Schloss räumt. Seit Lydia weg ist Sebastian wirklich auf Krawall aus. Es war so oder so unwahrscheinlich, dass er sich auf einen Kompromiss einlassen würde. Warum haben wir es bloß so weit kommen lassen? Warum? Das kann ich dir genau erklären. Du hast irgendwann mal die Verantwortung für die Firma abgelehnt. Tristan interessiert sich plötzlich für Musik. Und Sebastian lässt sich von Ansgar beim Kauf der Rennbahn über den Tisch ziehen. Und während ihr alle mit euren persönlichen Problemen beschäftigt wart, hat Ansgar unsere Finanzen manipuliert. Und die Firma mit den Kreditraten in Verzug gebracht. Ihr alle seid an dieser Situation schuld. Ihr habt versagt. Und du? Anstatt über deinen Schatten zu springen und dich bei Sebastian zu entschuldigen, gehst du zu ihm und stellst Forderungen. Wie hätte ich denn deiner Meinung nach auf diese Erpressung reagieren sollen? Er hat dich nicht erpresst, er hat dir einen Vorschlag gemacht. Ein Vorschlag? 50%? Das ist Erpressung. Und hinter alledem steckt Tanja. Sebastian hat dich nie im Stich gelassen. Und wer hat auf euch aufgepasst, als sonst niemand mehr da war? Sebastian war immer da. Auch jetzt. Und jetzt sag nicht, dass du nicht zu Kreuze kriechen willst. Bei Ansgar hattest du vorhin auch kein Problem damit.
Weißt du, andere Frauen würden sich freuen, wenn ihr Freund ihnen eine Reise nach Paris schenkt. Ich freue mich ja auch. Quatsch. Du kommst gleich mit Altersvorsorge. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir nach Paris fahren. Und ich bin mir sicher, es wird wunderschön. Aber nicht, weil du glaubst, dass du mir was bieten willst. Ach, komm, lass es doch. Ich will mit dir nach Paris fahren. Auf meine Kosten. Ich weiß ja auch nicht, was mit mir los ist. Ich muss wohl verrückt sein. Beim nächsten Mal schenke ich dir aber wieder was selbstgebasteltes. Wenn es von Herzen kommt und nicht, weil... Mir wieder was bieten willst? Warum denn nicht? Mann, ich warte schon so lange darauf, dass ich dir mal was Tolles schenken kann. Und jetzt kann ich und jetzt willst du nicht. Was soll ich denn sagen? Lass es einfach. Tschüss. Stolz ist eine der 7 Todsünden. Manche sagen sogar, es sei die, aus der alle anderen Sünden hervorgegangen sind. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht. Stolz ist das, was schmerzt, wenn wir verlieren. Manche ertragen das nicht, anderen ist es gleichgültig. Aber ich vermute, Letztere sind glücklicher. Nichts aber verletzt den Stolz mehr als abgewiesene Liebe. Das ist kein Unberührt. Und plötzlich hat man nur noch eins im Kopf: Rache. Die Familie muss zusammenhalten. Vater und Sohn. Geschäftspartner. To